Wir schreiben das Jahr 2024. Neue Spiele sind irgendwie alle kacke. Alles ist langweilig und du denkst an deine Kindheit zurück und auf einmal wird dir klar, das Spiel, was du damals immer so geliebt hast, Flive, ist immer noch online. Und jetzt stellst du dir die Frage, lohnt es sich noch? Diese Antwort werde ich dir mit 10 Gründen in diesem Video hier liefern. Der erste Grund, warum es sich immer noch lohnt, Flive PC zu spielen, ist, weil sie wirklich großen Wert darauf legen, dass jeder Spieler, der wiederkommt und anfängt, das Spiel zu spielen, sich erstmal richtig gut aufgehoben fühlt, denn man bekommt immensen Anfängersupport. Wenn ihr euch zuallererst mal anmeldet mit einem neuen Charakter, bekommt ihr eine Newbie Support Box F. Darin befindet sich ein New Warrior Buff, ein komplettes Kostüm mit 5 Teilen mit extrem guten Effekten, 5 Q-Amplification, 7 Tage, für 7 Tage bis zu 1000% mehr XP, wenn ihr alle 5 Scrolls auf einmal benutzt. Und außerdem behaltet ihr das Newbie Boost Paket Stufe 1, das ihr dann ab Level 16 öffnen könnt. Und diese Pakete verwandeln sich immer in ein neues Paket. Das heißt, je weiter ihr levelt, desto mehr Belohnungen bekommt ihr. Größtenteils sind das meistens Power-Ups und solche Geschichten, aber da sind wirklich sehr gute Items drin, die euch supporten. Dann gibt es natürlich noch den Anfängerhelfer, der euch direkt am Anfang 1 Stunde lang mit Level 7er Buffs versorgt. Die sind jetzt nicht so krass, aber es ist auch nicht schlecht. Und dann gibt es noch den Rental Pang. Hier bekommt ihr richtig gutes Equipment von Level 1 bis 60. Und ab Level 60 bekommt ihr dann auch nochmal eine neue Box von ihm, wo sich Equipment drin befindet. Und dieses Equipment ist plus 5, hat extrem gute Werte. Und damit kommt ihr auch ultra easy durchs Low-Level und müsst euch quasi nicht mit den typischen Low-Level-Problemen von einem MMO rumschlagen. Das nächste klingt jetzt vielleicht etwas komisch. Allerdings ist es wirklich so, ihr habt ein einzigartiges Spielgefühl bei Flive PC. Und zwar über den Client. Es gibt ja auch ein anderes Spiel, das nennt sich Flive Universe, das läuft über den Browser. Und der Unterschied zwischen Browser und Client mag jetzt für viele nur geringfügig sein oder kein wirkliches Argument, jetzt sich für das ein oder andere Spiel zu entscheiden, weil es einfach zu geringfügig ist. Aber ich kann euch nur aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe beide Spiele jahrelang gespielt und kann einfach nur sagen, der Client, er fühlt sich besser an. Es ist ein ganz anderes Spielgefühl, es ist ein einzigartiges Spielgefühl und ich finde, da kommt nichts ran. Und ich präferiere definitiv den Client. Wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Browser und Client, würde ich definitiv Client spielen. Als nächstes haben wir Events. Und zwar ist es bei Flive grundsätzlich so, es gibt immer gute Events und vor allem viele Events mit grundsätzlich auch guten Belohnungen, die man sich in der Regel komplett Free-to-Play erspielen kann. Und mit diesen Free-to-Play-Belohnungen kann man wirklich sehr viel anfangen. Also vor allem Power-Ups und so weiter bekommt man meistens durch Events tonnenweise hinterhergeschmissen, dass man wirklich nicht darauf angewiesen ist, hier irgendwie Geld auszugeben oder so. Und da ist in der Regel für jeden was dabei. Sicherlich gibt es manchmal ein Event, das besser für den einen passt und manchmal ein Event, das nicht so gut für einen passt. Keine Frage, es kommt immer das nächste Event. Und grundsätzlich ist aber so, es laufen immer so viele Events, da ist immer für irgendjemanden mindestens eine Sache dabei, die man irgendwie was mit anfangen kann. Und selbst wenn nicht, kann man seine Items ja immer noch verkaufen an andere Spieler und sich mit dem Geld dann was anderes holen, was man dann tatsächlich haben will. Und das ist wirklich cool. Jetzt gerade laufen zum Beispiel 6 Events, wobei die letzten beiden Events ist mehr oder weniger das gleiche Event. Aber es laufen gerade 5 verschiedene Events. Doppel-XP, beziehungsweise 3,5-fach XP. Es läuft eigentlich fast immer mindestens Doppel-XP am Wochenende. Power-Up-Drop-Events. Und die normalen Events, dann meistens noch zusätzliche Monster-Hunt-Events. Also es ist immer sehr viel los und bei den Events kann man sehr wenig bemängeln, meiner Meinung nach. Content spielt für viele Leute ja wirklich eine große Rolle und da kann man wirklich sagen, Flive hat meines Erachtens nach kein richtiges Content-Problem. Vielleicht neuer Content, das may be, aber im Spiel selber ist tonnenweise Content. Wir haben 13 verschiedene Instanz-Dungeons, wir haben 2 High-Level Open-World-Dungeons, in denen man entweder leveln und oder farmen kann, wir haben unzählige World-Bosse, wir haben 190 Level plus die Reborn-Level als Master- und Hero-Level, von Level 60 bis 120. Wir haben verschiedene Premium-Gebiete für verschiedene Levelbereiche und eine riesige Open World. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, wir haben hier Flaris St. Morning, Garden of Rises, kompletter Darkon-Kontinent, der riesig ist, Caldera, Knochenpfad, Grasland und die Bahara-Wüste, plus alles, was ich davor schon gesagt habe. Also Content-Probleme hat meines Erachtens nach Flive eigentlich nicht. Einer der Hauptgründe natürlich noch Flive zu spielen ist Nostalgie. Und hier muss man aber vorsichtig sein. Nur wegen Nostalgie ein Videospiel zu spielen, ist immer ein bisschen gefährlich, weil man neigt dazu, dann gewisse Dinge zu ignorieren oder Probleme zu ignorieren oder Gründe, die eigentlich dagegen sprechen, etwas zu tun, zu ignorieren. Und da muss man immer, wie gesagt, vorsichtig sein, dass man da nicht dann zu sehr auf die Nostalgie-Schiene abdriftet und halt heftige Red Flags zum Beispiel ignoriert und sich nur wegen Nostalgie Sachen reinzieht oder gefallen lässt oder was auch immer,
die man sich normalerweise eigentlich nicht gefallen lassen sollte oder wo man normalerweise sagen würde, na, das würde ich niemals spielen oder so. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein legitimer Grund, immer wieder zu Flive zurückzukehren, einfach um nochmal die gleichen Erfahrungen, die gleichen Erlebnisse zu machen wie als Kind und sich einfach nochmal dahin zurückzuversetzen, was ja auch definitiv nichts Negatives ist, Nostalgie zu schwelgen, und dafür ist Flive immer noch perfekt. Dann habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, es läuft gerade ein 3,5er XP-Event und ich will nicht übertreiben, aber mittlerweile ist es wirklich so, eigentlich läuft jedes Wochenende ein Minimum 2-fach XP-Event, meistens 2,5 bis 3,5, irgendwo in dem Bereich ist das XP-Event. Ich glaube, wir haben gerade eine AG-Nacke gedroppt, nice. So viel zum Thema Nostalgie. Und ja, also es ist eigentlich jedes Wochenende XP-Event, es sind so viele verschiedene Events, die euren Progress fördern, also hauptsächlich natürlich XP-Events. Und ja, man kommt einfach super schnell voran. Also ich zum Beispiel bin jetzt bei Monstern, die ein Level unter mir sind und bekomme 0,01 bis 0,02 pro Mob. Natürlich sagt ihr jetzt, ja gut, das ist jetzt nicht so ultra viel. Und das ist richtig, das ist auch nicht ultra viel, aber die Monster sind ein Level unter mir. Normalerweise könnte ich auch bei Monstern leveln easy, die 5 bis 10 Level über mir wären. Und dann würde ich halt auch 5 bis 10 mal so viel Erfahrung bekommen. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt 10 mal, aber wesentlich mehr Erfahrung. Und das alles ohne irgendwelche Amplification Scrolls zu benutzen oder sonst irgendwas. Also das ist einfach die Base XP, die schon so gut ist, ohne Amplis. Und wenn ihr Amplis benutzt, die werden sich auch immer mit den XP-Events nochmal vermultiplizieren. Und das ist einfach nur insane gut. Also ihr kommt richtig schnell, richtig einfach voran. Also Level 120, Level 130, Level 150 zu erreichen, ist im Gegensatz zu früher mittlerweile ein absoluter Klacks und echt einfach geworden. Das nächste Argument fällt so ein bisschen in die Kategorie auch, ja, Nostalgie. Und zwar feiert Flive dieses Jahr seinen 20. Geburtstag. Im August wird das Spiel 20 Jahre alt. Das erstmalige Release-Datum von Flive in Asien, in Korea und Japan, um genau zu sein, war im August 2004. Und natürlich stellt sich jetzt natürlich die Frage, ja, wie lange wird das Spiel noch online sein? Wie viele Jahre haben wir noch die Gelegenheit, hierher zurückzukehren und nochmal unsere Kindheitserinnerungen zu erleben und noch Flive zu spielen? Das sind alles Argumente oder Gedanken, die man haben sollte. Und man sollte sich vielleicht, wenn man sich fragt, soll ich nochmal reinschauen, nur just for the lols, man kann ja auch nur, keine Ahnung, 1 Stunde die Woche spielen oder was auch immer, zwingt dann ja keiner dann jeden Tag 10 Stunden reinzusuchten. Und eben weil es jetzt bald 20 Jahre alt wird, muss man sich halt wirklich fragen, wie lange wird es das Spiel noch geben? Und man sollte es besser jetzt noch ausprobieren zu spielen, bevor man es eben nicht mehr macht. Dann kommt die Ankündigung, dass es offline geht und dann hat man seine Chance vertan. Das nächste Argument wird jetzt dem einen oder anderen nicht so gut gefallen, aber ich persönlich finde, es ist trotzdem ein Argument, über das man reden sollte beim Free-to-Play-Spiel, und zwar der Cash-Shop. Der Cash-Shop von Flive PC war noch nie so günstig wie aktuell. Für den Maximalbetrag kann man lediglich 80 € aufladen. Das sind 12.000 Cash und das ist das Höchste, was aufladen geht. In den allermeisten Spielen geht nichts unter 100 € beim Maximalbetrag und 12.000 ist auch wirklich viel. Damit bekommt ihr tatsächlich einiges. Und zwar haben sich die Preise nie verändert. Das könnte man natürlich sagen, ja gut, okay, Maximalbetrag 80 € ist günstiger, vielleicht haben sie ja dafür die Preise erhöht. Nein, die Preise sind die gleichen wie früher und natürlich gibt es Spezialangebote, spezielle Bundles, wo Sachen auch einfach günstiger sind. Ja? Und hier zum Beispiel kriegt man Q-Amplification 1 Stunde 5 Stück für 90 Cash oder so. Also man kann mit diesen 12.000 Cash auch wirklich viel anfangen. Oh mein Gott, es gibt gerade das Soul Reaping Bundle für 2.100 Cash. Damn. Das bräuchte ich. Interessant. Ja, schaut, und das alles sind solche Sachen, das ist verhältnismäßig günstig geworden. Das gab es früher nicht zu so einem guten Preis. Und auch da haben sie sich ein bisschen weiterentwickelt. Hier zum Beispiel 100 G-Product für 1.700 Cash. Das heißt, für 12.000 würde ich hier mehrere 100 G-Product bekommen, für die ich früher ein paar hundert Euro gezahlt hätte wahrscheinlich. Also es ist wirklich ziemlich cool. Was ich als nächstes sage, ist ein bisschen subjektiv, oder sagen wir nicht ein bisschen subjektiv, sondern extrem subjektiv. Meine subjektive Meinung, aber Flive für mich war schon immer ein extrem einzigartiges Spiel und ich habe schon oft mit Leuten, mit anderen Flive-Spielern darüber geredet und die meisten stimmen mir in dem Punkt eigentlich schon größtenteils zu, dass Flive einfach irgendwie einzigartig ist. Also es gibt eigentlich kein anderes MMO, das wirklich das gleiche Gefühl, das gleiche System, ja, die gleiche Mechanik einfach hat, ja, so blöd es auch klingt. Ich meine, Flive ist jetzt kein komplexes Spiel, das ist mir schon klar, aber einfach wie das Spiel funktioniert, wie du angreifst, wie du gegen Monster kämpfst, wie es funktioniert, wie es ist, wie es sich anfühlt. All diese Dinge, die sind irgendwo einzigartig zusammengekommen in Flive und machen das Spiel eben zu einem einzigartigen Erlebnis, das kein Spiel bis heute für mich jemals reproduzieren konnte, und das allein macht es irgendwo worth, es zu spielen, wenn man dieses Gefühl auch hat. Und wenn einem das eben gefällt.
Der letzte Grund ist wahrscheinlich der Grund, der den meisten Leuten hier nicht so gut gefallen wird, aber es ist trotzdem irgendwo ein Argument. Und zwar gibt es mittlerweile Gempion.io. Gempion.io ist eine Plattform, die Tournaments anbietet, wo man Kryptowährungen verdienen kann, wenn man in Videospielen gegen andere Spieler spielt und ein gewisses Ranking oder eine gewisse Platzierung erreicht. Und eines dieser Tournaments findet tatsächlich in Flyve statt. Und zwar müsst ihr einfach nur in Flyve euren Account mit Gempion verbinden. Hier oben ist auch die Verlinkung zu Gempion. Also hier gibt es sogar dieses Icon. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr direkt auf die Webseite. Und es gibt sogar Items im Spiel, die Gem heißen. Das sind auch die Items, mit denen die Tournaments quasi bewertet werden und die Platzierung bestimmt werden. Und über diese Tournaments kann man, indem man Flyve spielt, tatsächlich Kryptowährung verdienen. Und mit dieser Kryptowährung kann man, wenn man sie verkauft, dann tatsächlich auch echtes Geld verdienen. Und das Ganze ist natürlich auch nicht gegen die Spielregeln und vollkommen legal. Also tatsächlich eine Methode, legal mit Flyve spielen, Geld zu verdienen. Ja, ist nicht das größte Argument und für viele Leute eher so ein bisschen fishy. Kryptowährungen, so ein Tournament-Organizer, whatever. Aber ich habe schon teilgenommen, habe hier schon Geld verdient im Endeffekt, Kryptowährung verdient und kann nur sagen, es ist auf jeden Fall ein gutes Argument, weiter zu spielen oder auch wieder mit dem Spielen anzufangen. Und das waren sie schon, meine 10 Gründe, warum man noch Flyve im Jahr 2024 spielen sollte. Wenn ihr weitere Gründe habt, schreibt sie auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall auch sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flyve-Video wieder, nächsten Video auf meinem Kanal oder auch gerne auf Twitch. Meinen Twitch-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.